damit herzlich willkommen und schnell hier rüber walken. Wir müssen das Ganze stumpf machen. Und zwar. Das war falsch. Great job. So, Blattgrün dürfte hier sein. It might help to point at something first. Blattgrün. Dunkelblau. Blattgrün. Gelb. Bitte. Oh, finally. Läuft die Aufnahme? Ja. Oh Gott. What evil is this? A witch's curse has twisted the final blade. A curse, Edgewise? I think not. It would take more than a mere witch's curse to ruin my plans. You there! Could it be that this little prank is of your doing? Yes? Well then, I would be honored to have you as my guest at the cathedral. I know some other curses that may amuse you. Die Kathedrale des Bischofs. Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück. I'm getting really tired of this. Allow me to introduce myself. I am Bishop Mandible, trans-ultimate apostle of the anti-secular conclave of clerics. I know. Am I expected to kneel? Silence, you impudent punk. This is my assistant, Cobb. Charmed, I'm sure. And you require no introduction. Your cloak and staff betray your origins. But I must say I'm surprised to find you here. It's been quite a long time since any weaver bothered to leave that dreary little rock you call home. Loom. So provincial. I can't help but wonder what impelled you to leave it now. His Excellency asked you a question. I know. I'm ignoring it. Ah, recalcitrance. I see. Shall I fetch the instruments of persuasion, Master? Please forgive my assistant his eagerness. I fear Cobb is not very worldly. He does not understand the dangerous power of a weaver. Dangerous? Your Reverence. Him? Quite dangerous indeed, my dear Cobb. In fact, he could burst this flimsy iron cage open with hardly a second thought. That's impossible, most exalted one. I inspect the locks personally every fortnight. Observe and learn then, for even now your prisoner plans his escape. Ja, und mit dieser dramatischen Wendung, dass wir dann doch bei den Schmieden gefangen genommen worden sind, nachdem Rusty leider vom Drachen gefressen worden ist, nachdem wir die Kleidung getauscht hatten und ich, glaube ich, die Aufnahme relativ früh abbrechen musste, weil, ja, es ging nicht mehr. Sitze ich jetzt hier tatsächlich gerade in der Mittagspause, ja, und anstatt zu essen oder die Sonne zu genießen, mache ich, was jeder normale Gamer tun würde. Ich spiele ein Computerspiel und nehme das auf für Leute aus dem Internet. Wahnsinn, oder? Ja, und der Bischof hier und sein Kollege Cobb, vielleicht habt ihr ihn erkannt, aus Monkey Island, da sitzt er als Werbeträger für Loom, stehen hier und warten jetzt darauf, dass wir was tun können. Und ihr stellt euch die Frage natürlich, wollen wir das aufmachen oder was wollen wir tun? Wir können leider nichts weiter tun. Wir können einzig und allein den Käfig nehmen und öffnen mit unseren Sprüchen. Und dadurch passieren dann schlimme Dinge. Aber wir haben keine andere Wahl. Ja? Wir haben hier keine Möglichkeit in irgendeiner Art und Weise anders zu interagieren. Wir müssen öffnen. Cage. Ja, und das machen wir mal eben. Wir müssten den Käfig öffnen und das machen wir mal eben. You see, Cobb? An elusive breed, these weavers. Fortunately, however, they're quite helpless without their
weaving sticks. That distaff will never work for you. Oh no, my young friend, you're quite wrong about that. Come, let me show you why. Consider the common graveyard. There, the boundary between the living and the dead is indistinct. Every graveyard's like that, so? Now, imagine what might happen if this delicate boundary were to be somehow breached. Torn open, so to speak. It's not that simple. You can't just rip the pattern apart like an old rag. But it is that simple, my boy, and I can. I have only to lift this rod, and the legions of the dead will stream forth onto the plane of the living. A vast army of the dead, nourished by the shepherd's flocks, armed by the artisanship of the blacksmiths, guided by the glassmaker's sphere. All under the spiritual leadership of one supreme commander, me! Größtenwahn. The final hour is now at hand. The age of the clerics is upon us. I have preparations to attend to, Cobb. Don't let this boy out of your sight. He is to touch nothing. Do you understand me? Perfectly, Your Excellence. Lord Mandible, ruler of the universe. I do like the sound of it. I'll have to change my stationery. You're not so dangerous now then, are you? Cobb. Mein lieber Cobb. Denn der Weber an sich ist nicht ganz schutzlos, so ohne seinen Stab. Er ist zugegebenermaßen nicht so gefährlich wie vielleicht ein Krieger mit einem Schwert, aber wir haben da noch ein Ass im Ärmel. Und jetzt kommt auch der Moment, wo sich auszahlt, dass wir im Expert-Modus spielen, nämlich ohne den Stab hier unten, ne? Also dass die Noten angezeigt werden, dass man hören muss und so weiter. Seht ihr gleich. Erst einmal gucke ich mir nochmal diese Kreatur hier an. She looks hungry. I think I'll stay out of her way. Mhm. Gut. Wir gucken mal, was die Zukunft bereithält. Wir schauen hier mal rein. Keep away from that. His Eminence said not to touch anything. I wasn't gonna touch it. Just looking, Cobb. That's all. Just looking, eh? Well then, perhaps we can do a bit of a trade. How about I let you look in the sphere If what? Well, the legends say that to gaze upon an uncloaked weaver brings death. Naturally, we clerics aren't given to such silly superstitions. Ja, but I'm natürlich nicht. curious. Let's answer this one once and for all, shall we? May we have some quiet, please? I can't even begin to invoke the dead with all that screaming. Das war das Easter Egg, was man nur im Well, you can't Expert-Modus say sieht. he wasn't warned. Und ohne Expert-Modus erhält man tatsächlich, ja, fässt er da an, es passiert nichts und dann sieht man am Ende diese Cutscene hier, also nachdem er sagt, kann ich mal ein bisschen Ruhe haben und man sieht, Cobb ist weg und er steht hier und sagt dann, man kann nicht sagen, ich hätte ihn nicht gewarnt. Ja, und jetzt seht ihr natürlich, was das Easter Egg ist, was befindet sich unter der Robe eines Webers. Okay. Ich halte mal wieder meinen Stift bereit hier. Aha. Ja, da müssen wir vielleicht jetzt sogar gleich mal gucken, dass wir den Webstuhl, den Schwanzauber, wie auch immer, das hinkriegen. Ich gucke noch mal ein paar Mal rein. Oh. Wenn wir überlegen, wie derart viele Schwäne wir gesehen haben, ist das natürlich ein schlechtes Zeichen. Wir gucken mal weiter. Und
und eine schwarze Feder. Und das kann ja nur Hetsche sein. Unsere Ziehmutter sozusagen. Ja, und hier seht ihr, ich habe mir nochmal den Schärfen- und den Hallenzauber besorgt. Ich speichere jetzt hier nochmal, um hier einfach nochmal reinzuhören, wie denn der Schwanenzauber ist. Beziehungsweise kann ich gar nicht, weil ich habe hier unten nichts. Wir gehen jetzt mal gucken, was der Bischof so macht. Denn der will nämlich das Gewebe dieser Welt aufreißen. Er hat ja erzählt, an Friedhöfen, wo Leben und Tod sehr nah beieinander sind, da ist das Gewebe schwach. Na, die Weber sagen ja, sie haben diese Welt gewebt. Kommt alles aus dem großen Webstuhl. Und er versucht jetzt eben das Gewebe an dieser Stelle aufzureißen. Und was dann passiert, und wir wissen alle, was mit größten wahnsinnigen Menschen passiert, das werden wir jetzt gleich rausfinden. Ich spreche ihn mal an. I see Cobb has been lax in his duty. No matter. You're just in time to witness the dawn of a new era. You don't have the slightest idea of what you're doing. The pattern is already worn and frayed. If you rip a hole in it now, the consequences will be beyond anything you can imagine. Spare me your weaver mysticism, boy. The time has come when the dead shall no longer envy the living. You've torn the pattern completely open. And with it, the eyes of the dead. Behold! I have a very bad feeling about this. Who dares disturb the peace of those who sleep? I welcome and greet you, noble spirit. I am Bishop Mandible, trans-ultimate apostle of the anti-secular conclave of clerics. And whom have I the honor of summoning? I don't think I want to be part of this conversation. No one obeyed any summoning of yours, foolish mortal. I have summoned you. I am Chaos. You have merely opened the door, and I have passed through it. For this you shall be rewarded. Join me now as my slave. I see it has been much too long since my last visit. Und das ist der dritte Schrecken, der beschrieben wird. Der dritte Schatten, glaube ich, wird das genannt. Ja, und wie so häufig richtet sich im Prinzip durch seine Handlungen der Wahnsinnige selbst. I can't seem to hold on to this thing. Hat doch geklappt, Bobbin. So, Bobbin. Wir gehen nochmal zurück. Geht das noch? Wahrscheinlich. Doch, geht. Und wir wollen den Schwanenzauber rausfinden. Den brauchen wir nämlich demnächst. Das erste ist auf jeden Fall das hohe C, was hier ganz hinten ist. It might help to point at something first. Ah, und die Tiere sind hier entkommen, wie ihr seht. So. That thread's too high for me. Ja. That thread's too high for me. That thread's too high for me. Ah, uns fehlen noch 3 Noten. Okay. Die dürfen wir jetzt aber... Oh. Okay. Stop! Ja. Und somit sind wir jetzt im Chaos, also hinter dem Gewebe, im Reich der Toten, wenn ihr so wollt. Und wir haben einige Sachen auf unserer Reise haben wir hier gemacht, die vielleicht nicht ganz richtig waren. Und das ist natürlich, Bobbin ist ja gerade 17, der weiß noch nicht genau, wie das so richtig läuft und ist ein bisschen naiv, von allen verlassen. Aber wir haben jetzt die Chance, das Ganze gerade zu ziehen. Und wir gehen mal in das erste Portal, in den ersten Riss. Und das könnte ja schon bei den Schmieden sein. So ist es. Ja, und hier sehen wir unseren Freund Rusty. Rusty?
Is that you? You don't look at all well. I'm not well. Actually, I'm dead. I don't know what to say. You don't have to say a thing. What do I matter? I'm just another one of the dead. Oh, Rusty, I feel terrible. I And didn't that's know. not even the end of it. I go outside to wait for doomsday, like a good little ghost see. But no sooner do I get settled again, but some stupid idiot shreds the universe apart and hauls us all back inside. There are a lot of very unhappy dead wandering around here, let me tell you. I know. I was there when it happened. I might have known this was all your fault. No, it wasn't me. The bishop managed this one all on his own. Yeah? Well, there's going to be hell to pay, literally. There's talk among the dead that they're going to take over the world, starting with the Forge. My home. Where we used to build strong things, good things. Sie haben damit begonnen, die Welt zu übernehmen. Tja. Hier müssen wir etwas tun. Und ihr kennt ja die Sprüche, die wir im Repertoire haben. Das werde ich gleich zeigen. Wir müssen ihn heilen. Aber ich möchte einmal zeigen, was passiert, wenn wir rausgehen. Thanks, but no thanks, friend. It was you and your stupid stick that got me into this mess. Not so fast there. You're not leaving me like this. I mean it. Not so fast there. You're not leaving me like this. I mean it. Es gab bisher... Also es gab eigentlich, so wie ich das kenne, auch noch eine Szene, wo man ihn im Close-Up sieht als Geist. Und da sieht er so ganz verzerrt aus. Das wollte ich euch eigentlich zeigen. Vielleicht kommt das ja nochmal. Also, der Zauber für Heilen, den habe ich ja nochmal geholt, ist dunkelblau, Blatt, Blatt, dunkelblau. Oh Gott, Blatt dürfte hier sein. Mal gucken, ob es klappt. I think I'd rather look like myself, thanks. Ach, das war Spiegeln. Was war denn Heilen? Habe ich das mir falsch aufgeschrieben? Ja. I need to choose my drafts more carefully. Ich glaube, ich muss sorgfältiger sein. Wie war denn der Zauber für das Heilen? Moment einmal. Das habe ich doch eigentlich, hören wir mal rein. Der mittlere ist anders. I wish I were better with him. Hier fehlt uns die blaue Note, die können wir halt noch nicht nutzen. Wir müssen die mittlere Note rauskriegen. Vielleicht kann sie noch mal singen. Her eyes opened, just a little. Try it again. Türkis ist das, oder? Speichern hier wir noch mal ganz kurz Heilen 2 sozusagen. Und hier gehen wir noch zu unserem Rusty. Also dunkelblau. That thread's too high for me. Und dann der hier. Das dürfte sein, ne? Ja, Türkis ist es. You did it. You brought me back. It is what you wanted, isn't it? Believe me, being alive is a lot more fun than being dead. But how did you do it? Well, healing your body was easy. You're alive because the pattern is torn and your soul was free to return to this side. Well, I must go, Bobbin.
I've got to know what happened to the rest of my guild. And I must do the same. Good luck, Rusty. And be careful. Good fortune to you too, my friend. Auf Wiedersehen, Rusty. Pass auf dich auf. Ja, und hier gehen wir jetzt einfach wieder raus und wir sorgen natürlich dafür, dass wir das Gewebe wiederherstellen, indem wir sagen, gelb, grün, rot und nochmal grün. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, sollten wir in jedem Fall das hier auch tun. Gelb, dann grün, dann rot und nochmal grün zum Abschluss. So, und hier üben wir natürlich. Das heißt, hier kriegen wir wahrscheinlich jetzt die letzten Noten. Ich glaube, das Hohe ganz am Ende wird dann zum Schluss uns gegeben. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Das sieht ja bei den Schäfern aus. Habe ich übrigens ein Poster davon. Steht hier. Hängt bei mir an der Wand. Und da ist... You are too late, wizard. The dead have increased their numbers here. Those not dead are suffering. And my songs were again useless. All that's left for us is to put an end to their misery. Come, and extend your help, if you can. Und hier hat es LucasArts mal wieder clever gemacht. Hier kommen wir nicht runter. Hier können wir nur so hinklicken und auch wieder That thread's too high. dunkelblau. Ah, nee, das ist nicht richtig. Da sind sie wieder. Please, what became of us? I was just walking among legions of dead. You were saved by the mercy of yonder boy. We have not had the chance to thank you properly, wizard. But our memories are long, and we will not forget you soon. Hail and farewell. Come along now, before the dead ones return to the harvest. Zum Ernten. So, und auch hier wollen wir wieder sagen, gelb. Das war rot. Gut Job, Rick. Farbenlehre. Grüße an Jonas an dieser Stelle. Gelb. Grün. Rot. Und nochmal grün. Und Note? Gibt's doch gar nicht. Na gut, wir haben bestimmt noch ein paar, denen wir helfen müssen. Die Gläser sind wahrscheinlich die nächsten. Oder schauen wir mal rein, was bei den Gläsern so steht. Und auch hier Good Mold. Master Goodmold. The Weaver boy. At least you've escaped the terror of the dead ones. It appears the Crystal Guard has not been so fortunate. But I don't understand. Why did you not use the great scythe? We never doubted the scythe could save us. No, never, no indeed. Even chaos must fall under its blade. But we could not do it. To unleash such merciless evil would show us to be no better than our enemies. The entire world would have feared us when it was done. And to have become so much like our enemy was unthinkable. Just unthinkable. And so you didn't use it? We knew the price. The best we could hope for was to defend it bravely. But we are not warriors. You mean chaos stole the scythe? We did what we could, but it was not enough. Remember us, my young friend. Tell the word that we fought with courage and chose death with clarity.
above all else, clarity. Er verschwindet in der Klarheit. Ich glaube, so haben sie es gesagt. Und auch hier konnten wir nicht helfen. Zumindest nicht endgültig helfen. Aber hier schließen wir auch jetzt wieder das Portal. Da ist die nächste Note. Ich weiß nicht, ob das die letzte ist. It might help to point at something first. Und wir schweben weiter und gucken mal, was passiert im nächsten Screen. Und dort Welcome, Bobbin. You have joined us here at last. Where am I? You are outside the pattern, the home of the dead, and of those transcended. The shore of wonder? Yes, Bobbin, the shore of wonder. And you are the first to behold it with mortal eyes. Ja, das sind also die, die sich zu Schwänen verwandelt haben. Warum überhaupt, weiß ich nicht. Aber mal gucken, ob wir diese Person kennen. Und das ist leider mein Outlook. Um Gottes Willen, entschuldigt. Ich habe gesagt, ich mache das in der Mittagspause hier. Ich kann das, glaube ich, nicht rausschneiden. Mal gucken. Your journey has been long, and you must have many questions. You're the swan that appeared each year on my birthday, aren't you? You saw me clearly then. I was never sure, but those visits meant so much. My only chance to watch you grow. You see, the elders forbade me to set foot on Loom Island just after you were born. I thought you came to visit me, but I never quite believed it. Call it a mother's curiosity. For indeed, Loom child, that is who I am. My mother is a swan? Indeed. In mortal life, however, I was Lady Signa Threadbare, banished by the elders 17 long years ago for drawing an unforeseen infant out of the loom. How I've longed to know you, and you to know me, my son. Liar. That's just not true. My mother is buried in the weaver's graveyard. Dear Hetchel, she and the elders put that stone there so you wouldn't ask too many questions. Hetchel vowed to protect you forever, Bobbin. She is my dearest friend, and she loves you very much. But I fear her love has driven her to recklessness. What do you mean? Where is she? She flew off to Loom Island to confront the dead ones. The dead ones are after her? It's not Hetchel they're after, my son. They want the loom itself. If chaos masters its secrets, the pattern will be hers to control. Hetchel plans to destroy the loom if chaos doesn't consume her first. No, I've got to go back there, now! You won't get far in that direction. The loom lies beyond the lake. No, you must try a more subtle strategy. Oh. What do you propose? The dead ones move between the holes your bishop friend rent in the pattern. Oh, da ist der Sound weg. Ja, okay, da ist der Sound weg. Her eyes. They're just like mine. Okay, wir können den See anvisieren. Nein, wir müssen den Schwan anvisieren. Ja, und jetzt müssen wir den Zauber wirken. Aber für das Finale lassen wir uns extra noch eine Folge Zeit. Die wird wahrscheinlich etwas kürzer, aber das passt schon. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.